keiner von uns hat jemals so richtig ein Video gedreht und wir hatten auch nicht viel Budget dafür und nicht viele Möglichkeiten. Und unser Manager damals war auch relativ ambitioniert, was seine visuellen Ansprüche und so betraf und hatte sich halt gewünscht, ob er nicht mal so einen Versuch frei haben könnte, mal ein Video, also wirklich so zu drehen, wie er sich vorstellt. Und gesagt, gut, Emanuel, du machst das und wir machen mal alles selber. Ist ja auch jemand, der sich immer gerne auch visuell ausgedrückt hat und auch Ideen hatte. Und ich weiß, dass er damals so ein Lieblingsvideo hatte von Sinead O'Connor, Nothing Compared to You. Und er hat immer von diesem Video geträumt, von dieser Einstellung. Ich glaube, es war so eine Inspiration für ihn, ein Video zu drehen, wo man die Gesichter sieht. Wir sind davon ausgegangen, ein Video kriegt man so präsentiert wie ein Essen in einem Restaurant. Du sagst ein Video bitte und dann kriegst du das. Dass man aber selber auch aktiv werden muss, wenn man will, dass es gut ist oder dass es die Band widerspiegelt, das mussten wir erst lernen. Es war ungewohnt und sowas Ähnliches wie der erste Auftritt, so eine völlig neue Sache. Das war dann halt immer schwierig, wir mussten uns dran gewöhnen, also nicht zu lachen über den anderen und ernst zu bleiben bei der ganzen Geschichte, weil da liefen dann noch zwei so eine Köder durchs Bild immer irgendwie und die machten nicht das, was sie sollten. Und das war alles eigentlich eher lustig als diese Strenge, die das dann so kriegen sollte. Ich weiß noch, dass mir irgendwie die Knie gezittert haben dabei, das war jetzt ein bisschen schräg so. Jetzt aus heutiger Sicht denke ich, um Gottes Willen, was haben wir da gemacht? Was hatten wir für eine Vorstellung über uns? Wie sahen wir überhaupt aus? Und, aber so war das Bandgefühl damals, so war unser Zeitgefühl. Wir wollten männlich und aggressiv und hart rüberkommen. Es wurde viel Sport getrieben in der DDR und es war so eine eigene Ästhetik, eine eigene Bewegung. Das sah halt immer gut aus. Wir haben uns eigentlich nur diesen Mitteln bedient, die wir praktisch auf der Bühne schon praktiziert haben. Das heißt, freier Oberkörper, Hosenträger, schwarze Anzughosen aus dem Secondhand und also so eine kleine Turnhemd-Ästhetik, die hatten wir teilweise und haben das versucht in das Video reinzulagern. Dann war natürlich halt ein bisschen Einölen am Start, das sah immer sehr gut aus. Woher die Blume kam, ich glaube, das war irgendwie eine Idee, diesem, relativ teutonisch-martialischen Auftreten so einen Kontrast zu verleihen. Du riechst so gut, du riechst so gut, ich geh dir hinterher. Unser erstes Cover war ja auch so, wo ich letztens auch überlegt habe, Mensch, da war ja auch so eine gewisse natürliche Naivität, ja, die auch immer wichtig ist in so einem kreativen Prozess, ohne sich selbst zu zensieren. Aber man merkt, da sind ein paar Jungs drauf, die wollen irgendwas. Wir haben uns da hingestellt, haben ein Foto gemacht und dass das dann so polarisiert am Ende, hat uns fertig gemacht irgendwie und hat total genervt. Aber auf der anderen Seite hat es halt polarisiert und die Gemüter bewegt und da gab es entweder mochte man uns oder man hat uns extrem scheiße gefunden und da merkt man einfach, hier zündelt irgendwas und das war uns eigentlich dann auch ganz recht, weil das sorgte für Aufmerksamkeit und bitteschön, was will ein Besseres passieren, als dass die Leute gucken. Du riechst so gut, du riechst so gut, ich geh dir hinterher. Du riechst so gut, ich finde dich. Das war ja, ich sag mal, Mitte der 90er so diese Aufbruchzeit, diese Aufbruchstimmung. Überall passierten so Sachen, unter anderem eben auch irgendwelche halbgewalten Designerläden, Klamottenläden im Prenzlauer Berg. Ich fuhr jeden Tag an so einem Brillenladen vorbei, wo niemand drin war. Und ja, erst habe ich mir diese Brille dort gekauft, die war unglaublich teuer. Entweder ist es eine Motorradbrille oder eine Fliegerbrille aus dem Zweiten Weltkrieg, irgend sowas, die halt durch diese Schlitze das Wasser abweist. Und ja, das
war einfach nur so ein Behelf, irgendwie von der Sonnenbrille wegzukommen, weil vorher hatte ich irgendwie 20 Sonnenbrillen übereinander auf. Das war Alu mit einem Lederbändchen und passte irgendwie. Ich fand das ganz manierlich. Die Spur ist frisch und auf die Brücke tropft, dann schweißt ein warmes Blut. Ich seh dich nicht, ich riech dich nur, ich spüre dich ein, raubt dir das vor Hunger schreit, bitter richtig meilenweit. Soweit ich mich erinnern kann, hatte ich während der ersten Platte und relativ danach, als wir auf Tournee gingen, mehrere Knieoperationen hinter mir. Das fing mit einer Meniskusverletzung an, die vom Schwimmen her rührte, von früher. Und ich hatte extrem überdehnte Kreuzbänder an der Seite und habe bei gewissen Konzerten, wenn ich blöd dastand oder so, musste ich mir das Knie eigentlich mehr oder weniger, also nicht einrenken, aber dagegen dreschen, damit es wieder auf die Kniescheibe ging. Und dann habe ich da 3-4 Mal gegengedroschen, da war es halt wieder drin. Paul sagte immer, mach das doch öfter, das sieht geil aus irgendwie. Und dann ist das zur Angewohnheit geworden. Also das ist dann einfach so hängen geblieben. Damals war es aber so, dass du diese Videos mal einreichen musstest und eigentlich nicht wusstest, selbst wenn du das Video schon abgedreht hast, ob du gespielt wirst oder nicht. Ja. Gibt es ja auch irgendwie ganz lustige Geschichten. Und ich glaube, das wurde damals eingereicht, wurde aber nicht gespielt. Wenn ich mich recht erinnere, aber ich weiß es auch nicht mehr genau. Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir es mal richtig gut, jetzt machen wir mal eine große Story. Und dann kam Du riechst so gut Teil 2. Wir dachten, wenn man ein normaleres Video dafür dreht, also ein videomäßigeres Video, dass das dem Lied, zumal das Lied auch ziemlich untergegangen ist am Anfang, dass wir dachten, dass wir dem Lied mehr gerecht werden, indem wir das nochmal aufpolieren und nochmal rausschmeißen. Also die eine Version ist ein Kunstvideo mit eher so statischen Bildern und das zweite Video ist auch wieder übers Ziel hinausgeschossen. Ich seh dich nicht, ich riech dich nur, ich spüre dich ein, raubt dir das vor Hunger schreit, bitter richtig meilenweit. Du riechst so gut, du riechst so gut, ich geh dir hinterher. Wir haben das Video allen Freunden und Bekannten gezeigt, die wir damals so, die um uns herum waren und die Leute, die mit uns gearbeitet haben, und jeder fand das Video einfach blöd, kann man sagen. Manche haben sich vorsichtig ausgedrückt und haben gesagt, naja, ist schon eigen und ist schon, aber also kann mich an keine Begeisterungsstürme erinnern oder so. Wie lange ist es her? 18 Jahre? Jesus Christ. Ich freue mich immer, wenn ich es jetzt sehe und denke, Mann, waren wir dann auch jung. Du